Wir, also die Weltbevölkerung, werden immer mehr. Die Fläche, um Nahrungsmittel anzubauen, wächst allerdings nicht mit. Um genau zu sein, sie schrumpft sogar. Was sind Lösungen für eine Zukunft der Landwirtschaft mit mehr Menschen und weniger verfügbarem Boden? Klimawandel, Extremwetter und in einigen Teilen der Welt ein sehr verschwenderischer und rücksichtsloser Umgang mit wichtigen Ressourcen wie Wasser und Boden. Dazu kommen immer mehr Menschen, die satt werden wollen. In diesem Spannungsfeld steht die Landwirtschaft. Aktuell ernähren vor allem Mais, Weizen und Reis die Menschen. Um hiervon höhere Erträge auf begrenzter Fläche zu erreichen, braucht es langfristig neue Anbaukonzepte und neue Züchtungen. Weizensorten zum Beispiel, die Trockenheit und Hitze besser aushalten. Aber wir müssen generell umdenken, wenn Ernährungssicherheit weiterhin gewährleistet werden soll. Mehr produzieren mit weniger Mitteln, weniger Pestiziden, weniger Wasser, weniger verbrauchter Energie. Eine der Visionen, an denen heute schon gearbeitet wird, heißt Vertical Farming. Das heißt übersetzt so viel wie mehrere Felder übereinander zu stapeln. In einer Art modernem Gewächshaus. Darin wird meist keine Erde benutzt, sondern nur mit Nährstoffen angereichertes Wasser. Künstliches Licht ersetzt die Sonne. Selbst das Wasser, das auf den Pflanzen verdampft, wird automatisch wieder aufgefangen und neu genutzt. Pestizide werden kaum mehr gebraucht, weil die Pflanzen zu großen Teilen von der Umwelt abgeschottet sind. Aber viele Menschen leben heute in Städten, die zum Teil weit weg sind von den Orten, an denen Nahrungsmittel produziert werden. Wie lassen sich also die weiten Transportwege reduzieren? Zum Beispiel durch Indoor-Farmen mitten in den Gebäuden. Mit künstlichem Licht und dicht übereinander liegenden Pflanzetagen. Oder Floating Farms, schwimmenden Farmen, denen auch Hochwasser nichts ausmacht. Dort wird Nahrung produziert und Energie gewonnen. Auf der obersten Ebene wird mit einer Photovoltaikanlage Strom produziert. Den braucht man für die darunterliegende mittlere Ebene, auf der Hydrokulturen Platz finden. Die hier entstehenden grünen Abfälle dienen den Fischen als Futter, die in der unteren Ebene gezüchtet werden. Die Abfälle dort können wiederum als Dünger für die Hydrokulturen genutzt werden. Denkbar sind auch Minigärten in Städten, die mit Hilfe von Robotern und einer App bewirtschaftet werden. Ein Beet von 18 Quadratmetern, eine Regentonne und ein Solarpanel könnten so zum Beispiel eine 4-köpfige Familie mit ausreichend Obst und Gemüse versorgen. Zumindest in der Theorie. Die Landwirtschaft der Zukunft braucht einen radikalen Wandel, um die wachsende Zahl der Menschen weltweit zu versorgen. Für großflächig angebaute Pflanzen wie Reis, Weizen oder Mais werden vor allem Fortschritte in der Züchtung und innovative Anbaukonzepte mit Minirobotern und ausgefeilter Technik zu höheren Erträgen auf begrenzter Fläche führen können. Gestapelte oder schwimmende Felder, Indoor-Farmen oder Roboter als Erntehelfer sind erste innovative Ansätze, die aber bisher nur für wenige Nahrungsmittel anwendbar sind.